Kraft ist gewaltig, dein Reich bleibt bestehen, alles muss sich beugen vor dir. Jesus, Name über alle Namen, Jesus, Jesus, hoch erhoben ist dein Name, Jesus, 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 Name
Ihr Lieben, guten Morgen. Es ist Ostern 2020 und wir sind zusammen, um die Auferstehung Jesus zu feiern. Es heißt in den orthodoxen Begrüßung, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und das ist die Tatsache, die wir alle feiern an diesem Tag, zusammen mit Christen überall in der Welt. Und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast an diesem Morgen. Wir wollen Jesus danken. Und ich weiß, wenn wir beginnen, Gott zu loben und zu preisen, ich und Deborah hier und wir hier in diesem Raum, Mike und Lukas und Martin, wir sind nur 5 hier heute Morgen, aber wir wissen, wir sind zusammen mit Hunderte und Hunderte von Christen überall, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern überall in Europa oder wo immer Leute einschalten, dieser Gottesdienst mitzuerleben. Ich möchte euch eine kleine Ermutigung geben heute Morgen, von wie man zu Hause Gott loben und preisen mit uns live hier. Mein Enkelsohn preist Gott mit uns jedes Mal. So, ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt von das, was zu Hause, wenn wir Gottesdienst feiern, was er erlebt mit seinen Eltern. Ja, genau. Komm her, Grandpa, wo sind Hilfe? Hi, Grandpa. Er nimmt es weg. I don't like that. Yeah, go! Woo! Wenn ihr das so machen könnt, wir können auch ein fröhlicher Lärm für Jesus machen. Ich weiß, der Nachbarn wird das nicht so gerne, wenn du auf dein Trommel zu Hause trommelst, aber du kannst schon deine Stimme mit uns erheben und Jesus feiern. Was haben wir letzten Sonntag gehört, als wir den Palmsonntag Geschichte angeschaut haben? Jesus sagte, habt ihr nicht gehört, vom Kinder und Säugling wird ein Lob Gottes zu hören, und das ist eine Macht Gottes für uns, weil Gott wohnt in der Lobpreis seines Volkes. Wir sind vereint in seinem Namen. Jesus ist da bei euch zu Hause, genauso wie er hier ist. Und wir wollen ihn an diesem Morgen feiern. So, komm, feiert Jesus mit uns. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. 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 Auferstanden, auferstanden, nun lebt er in Ewigkeit. Auferstanden, auferstanden, kommt und feiert die Auferstehung unseres Herrn. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. 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 Auferstanden, auferstanden, nun lebt er in Ewigkeit. Auferstanden, auferstanden, kommt und feiert die Auferstehung unseres Herrn. Feiert Jesus, komm, feiert ihn. 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 Yeah! Auferstanden, auferstanden, nun lebt er in Ewigkeit. Auferstanden, auferstanden, kommt und feiert die Auferstehung unseres Herrn.
auferstanden, auferstanden, nun lebt er in Ewigkeit. Auferstanden, auferstanden, kommt und feiert, 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 die kommt und Auferstehung feiert, unseres Herrn. die Auferstehung unseres Herrn. Woo! Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du für uns gekommen bist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und dass du von den Toten auferstanden bist. Und mit dir sind wir mit auferstanden, miterweckt mit dir. Oh Herr, helf uns zu begreifen, was die Auferstehung für uns persönlich an diesem Morgen bedeutet, weil jeder braucht deine rettende Kraft. Jeder Mensch braucht Errettung, unfehlbare Liebe. Sei du mir gnädig, Herr. Und jeder Mensch braucht Vergebung, die Güte des Erretters, der Völker Hoffnung. Retter, dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich, du allein rettest mich, für immer bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Yes, du besiegtest den Tod. Halleluja. So nimm mich, wie ich bin. So nimm mich, wie ich bin, Herr. Meine Angst und Fehler. Erfüll mich wieder neu. Ich will dir folgen, Jesus. Und alles, woran ich glaube, leg ich vor dich hin. Ich leg's vor dich hin. Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich. Du allein rettest mich für immer. Und bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab. Du besiegtest den Tod. So nimm mich, wie ich bin. So nimm mich, wie ich bin, Herr. Meine Angst und Fehler. Erfüll mich wieder neu. Ich will dir folgen, Jesus. Und alles, woran ich glaube, leg ich vor dich hin. Ich leg's vor dich hin. Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich. Du allein rettest mich für immer. Und bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab. Du besiegtest den Tod. Retter, dein Wort versetzt Berge. Du nur allein rettest mich. Du allein rettest mich für immer. Und bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab. Du besiegtest den Tod. Strahle hell und lass die Wälder sehen. Wir singen dir zu Ehre, auferstandener Herr. Jesus, strahle hell und lass die Wälder sehen. Wir singen dir zu Ehre, auferstandener Herr. Jesus,
auferstandener Herr. Jesus, strahle hell und lass die Welt es sehen. Wir singen dir zu Ehre, auferstandener Herr. Rette, dein Wort versetzt Berge, du nur allein rettest mich, du allein rettest mich für immer und bist du mein Erlöser, denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Oh, du allein, nur du allein. Denn du standst auf aus dem Grab, du besiegtest den Tod. Du besiegtest den Tod. Oh, du besiegtest, du besiegtest, du besiegtest den Tod und jetzt liebst du. Oh yes, für dich und für mich ist Jesus gekommen. Jesus gestorben und Jesus von den Toten auferstanden. Der Tod könnte ihn nicht zurückhalten. Und das alles für uns hat er getan. Well, für die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, nochmal sage ich guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr da seid und mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Wenn wir diese Live-Übertragungen am Sonntag machen, und jetzt das ist der 6. Sonntag, kaum zu glauben, 6 Sonntage haben wir hier in diesem Raum gesessen, wenn ich denke an den allerersten mit einem offenen Laptop vor uns, ganz primitiv. Und jetzt, wenn ich sehe, wie unsere Leute das so wunderbar auf eine total neue Ebene gebracht haben, ich sage Dankeschön an unsere Techniker, weil das ist unglaublich, was in den letzten paar Wochen geleistet sind. Und ich weiß, wir vermissen den ganzen Band, wir vermissen euch alle, wenn ich euch alle benennen würde, Rita und Anja und Dani und Nettie von der Gesang. Und Deborah ist hier jedes Mal mit mir, ist eine große Unterstützung. Und unser Schlagzeuger Noah und Joshua und Max und Bassisten Patrick und Paul und wer sonst habe ich vergessen? Ja, Robert an Gitarre und Eberhard auch am Bass, da habe ich gedacht, und an Gaetano und an Dorothee und an unsere Horn-Section. Oh, bei Fight Jesus, ich habe euch vermisst, Matthias und Christian. Aber wir sind hier zusammen. Und wir wollen auch nicht vergessen, Thomas, unser Techniker, der auch zu Hause ist. Der ganzen Band, normalerweise an Sonntag, Ostersonntag, wir feiern mit alles, was in uns ist. Wir machen einen wunderbaren Lamm für Christus. Und obwohl es nur uns zwei hier ist heute, hier sitzen heute Morgen, ich spüre, dass wir vereint sind. Ich habe das am Freitag gesagt, ich sage es nochmal. Ich weiß, dass obwohl wir nicht so zusammenkommen können, wie wir gewöhnt sind zu tun, wir wachsen enger zusammen als je zuvor. Der Leib Christi wächst zusammen. Durch dieser, was der Feind dachte, aus Einschränkung zu rauben, zu töten, kaputt zu machen, das hat Jesus gesagt, das macht er. Aber Jesus, er ist gekommen, damit wir Leben haben können, Leben in Überfluss. Und jedes Mal, wenn der Feind versucht, uns als Christen zurückzuhalten, einzuschränken, auch in einer eingeschränkten Zeit, wir sind am Wachsen. Die Gemeinde ist am Wachsen. Du bist jetzt auch geistlich am Wachsen. Wir wachsen auch aber zusammen. Na, ich habe an dieser Stelle nur ein paar Ansagen. Normalerweise grüße ich alle erstmalige Gäste. Wenn du zum ersten Mal eingeschaltet hast, lass uns von euch hören. Du kannst an der Chatroom das machen. Du kannst uns ein E-Mail senden. Du kannst uns informieren, dass du dabei warst. Wir werden gerne von euch hören. Das tut auch uns so gut zu hören, wie diese Gottesdienste Menschen helfen. Nur 2 ganz wichtige Ansagen bezüglich heute und morgen.
Unser Kinderdienst hat ein wunderschönes Kinderdienstprogramm erstellt und ab 14 Uhr auf unser YouTube-Channel, ihr könnt das heute anschauen. So, es ist keine Live-Übertragung, ihr könnt es so oft anschauen, wie ihr wollt, aber für alle Eltern und alle Kinder in Grundschule und vielleicht auch ein bisschen jünger, ihr habt die Möglichkeit, einen wunderschönen Kindergottesdienst mitzuerleben ab 14 Uhr. Und dann morgen, das ist Ostermontag, um 17:30 Uhr für alle Teenies haben wir eine Live-Übertragung mit Beatrice. Beatrice Steinli wird mit euch sein über diesen Livestreaming-Möglichkeiten. Und dann pünktlich um 18 Uhr für die jungen Erwachsenen wird Lukas und sein Team einen wunderschönen Jugendgottesdienst für euch veranstalten. Dienstags um 19 Uhr, wir werden unser gemeinsames Gebet hier erleben. Catch the fire. Lass uns dieser Feuer Gottes uns durchdringen in Gebet. Und dann natürlich nächste Woche Sonntag um 10:15 Uhr sind wir wieder hier live. Und man weiß nicht, wie schnell wir werden alle wieder zusammenkommen können. Aber sobald es möglich ist, werden wir ein Fest feiern. Aber ich bin so ermutigt, wie wir in dieser Form, trotz der Situation, immer wieder ein göttliches Fest feiern können miteinander. An dieser Stelle möchte ich auch uns ermutigen mit unserer Geberfreudigkeit. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, vielen Dank für eure Treue, für euer Vertrauen und auch für die vielleicht neu sind. Wir haben von so vielen Menschen gehört und einige haben Spende gegeben. Wir sind so ermutigt von eurer Geberfreudigkeit. Und ich dachte an Ostersonntag, es ist wichtig zu erzählen von den Erstlingsgaben. In Sprüche Kapitel 3, es heißt, bring dein Erstlingsgaben vor Gott. Das ist die erste Zehnte von deiner Arbeit, von das, was Gott dir anvertraut hat. Und was immer es ist, es hat nichts zu tun mit wie groß oder wie klein es ist. Es ist diese Gedanken, ich nehme aus das Erste und ich präsentiere das Gott. Das hat Abraham getan vor Tausenden von Jahren und er hat etwas in Gang gesetzt. Aber ich möchte das mit Ostern verbinden. Im Neuen Testament, wir lesen in 1. Korintherbrief, dass Christus ist unser Erstlingsgabe geworden. Lass mich erklären, was hier passiert ist. Es hat alles begonnen mit der Passalam an Karfreitag. Und dann die jüdische Feier waren, nach dem Passafest kam eine Feier, wo ungezäuertem Brot wird gegessen. Ein Symbol, dass der Sünder wird weggenommen, weil Sauerteig oder dieses ungesäuerte Brot repräsentierte ein reines Leben. Und dann haben sie an den 3. Tag dieser Feier gefeiert, wo sie haben den Erstlingsgabe genommen, ein Ski vom Weizen. Und die haben es vor dem Herrn gewunken und das repräsentierte das ganze Ernte. Und die haben Gottes Segen ausgesprochen über diese Erstlingsgabe. Und Jesus ist unsere Erstlingsgabe. Wir werden das heute Morgen anschauen, wenn wir im Gottes Wort lesen, dass Jesus ist der Erste aus dem Tod geboren. Erster unter viele Geschwister und wir gehören dazu. Und er ist unsere Erstlingsgabe geworden. Das heißt, der Segen Gottes, was auf ihm kam, sollte auf der ganzen Ernte, auf der ganzen Familie Gottes, auf alle Gläubigen kommen. Wir sind mit Christus reichlich gesegnet. So, wenn du Gott dein Erstlingsgabe bringst, du sagst Gott, ich danke dir, dass du mein ganzen Ernte, meine Arbeit, das, was du mir anvertraut hast, segnest. Und diese übernatürliche Versorgung, auch in einer Situation, wo es könnte für dich ein Dürre sein. Man liest in dem 1. Buch Mose, wie der Sohn von Abraham, Isaac, Samen säte, wo es ein Dürre war. Und Gott segnete ihn und gab ihm 100-fältig zurück. So, tu, was du tun kannst. Ehre Gott, auch mit deinen Gaben, auch mit deinen Finanzen. Helf uns, die Gemeinde weiterzubringen. Und ich sage euch an dieser Stelle, danke für eure Treue und eure Geberfreudigkeit. Es ist eine Anbetung, die vor Gott hervorkommt, wie unser Gesang und wie unsere Gebete. Lass mich für dich gerade jetzt beten. Vater, ich danke dir für jeder heute Morgen, der bereit ist, mit ihren Erstlingsgaben, ihrer Anbetungsgaben, ihrer Gaben aus Ausdruck der Dankbarkeit, die bereit sind,
in die Gemeinde, in das Werk Gottes zu investieren. Vater, segne sie. Und jeder, der gerade jetzt besorgt ist und Angst hat und weiß nicht, wie es weitergeht, ich danke dir, dass du bist der Gott, der für uns sorgt. Und du lehrst uns, unsere Sorgen auf dich zu werfen. Und das macht die Tür offen in unser Leben, wobei du uns segnen kannst. In Jesu Namen, ich spreche diesen Segen aus über alle in der Gemeinde und über alle, die zuschauen heute Morgen. Und lass unsere Gaben heute Morgen eine Anbetung vor dir sein, Herr Jesus, weil es kommt aus einem dankbaren Herz. Amen. Die schalten gerade jetzt ein, wie du deine Gaben geben kannst, entweder durch eine Banküberweisung oder durch PayPal. Aber nochmal vielen Dank für eure Gaben. Und in dieser Haltung, in dieser Einstellung, wir wollen weiterhin Gott loben und preisen. Aber kurz bevor wir das tun, wir haben einen kurzen Gruß von einigen aus der Leiterschaft in der Gemeinde, für alle in der Gemeinde. So an dieser Stelle, wir schauen dieses Video an, ein Gruß aus 2 Familien, die euch frohe Ostern erzählen möchten. Frohe Ostern von Silas. Ich hoffe, es geht euch gut, es geht uns auch gut. Joshua 1,9 sagt, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, weil Jesus lebt und er steht bei uns. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Bleib dran im Gebet. Halleluja. Er ist auferstanden. So grüßen wir uns an den Ostergottesdiensten. Alles gut? Jesus lebt. Das war Ansporn und Trost für Paulus und die anderen Apostel in guten und auch in schwierigen Zeiten. Wir senden euch liebe Grüße, mittlerweile aus der 3. Woche der Quarantäne. Und mitunter wird es jetzt schon etwas anstrengend, gerade wenn draußen das Wetter so schön ist und wir Ostern feiern wollen. Aber wir bleiben guten Mutes. Wir sind froh, dass wir miteinander verbunden sind am Dienstag und am Freitag und gerade auch am Sonntag bei den Gottesdiensten. Aber noch mehr freuen wir uns darauf, wenn wir uns endlich wiedersehen. Also ein schönes, ein frohes und ein gesegnetes Osterfest. Macht's gut. Tschüss. Gottes Segen. Hallo. Es kommt noch eins. Wir haben noch ein Video zu zeigen. Frohe Ostern. Ein schönes, ein frohes. Hallo, liebe Gemeinde. Schönen Kirche. Wir vermissen euch sehr. Er geht, dass wir auf diese Weise Gottesdienst feiern. Aber in jeder Krise steht auch eine Chance. Und dafür steht ja auch Ostern. Jesus Tod und seine Auferstehung, die wir heute feiern, hat uns Leben gebracht. Ewiges Leben. Und das feiern wir heute und dafür sind wir dankbar. Und es gibt auch eine Zeit wieder, wo wir uns wieder sehen dürfen und uns wieder umarmen dürfen. Und da freuen wir uns drauf. Wir haben euch lieb, wir vermissen euch und feiern wir heute und dafür sind wir dankbar. Und es gibt Ein frohes und ein gesegnetes Osterfest. Macht's gut. Tschüss. Gottes Segen. Hallo, liebe Gemeinde. Wir sind die Öxles aus dem schönen Kirchheim. Wir vermissen euch sehr. Wer hätte je gedacht, dass wir auf diese Weise Gottesdienst feiern? Aber in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und dafür steht ja auch Ostern. Jesus Tod und seine Auferstehung, die wir heute feiern, hat uns Leben gebracht. Ewiges Leben. Und das feiern wir heute und dafür sind wir dankbar. Und es gibt auch eine Zeit wieder, wo wir uns wieder sehen dürfen und uns wieder umarmen dürfen. Und da freuen wir uns drauf. Wir haben euch lieb, wir vermissen euch und seid behütet. Viele Grüße auch von mir und auch ganz besonders an die Kinder, die zuschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Und ich bin auch schon gespannt, was ihr erzählt, was ihr erlebt jetzt in der Zeit. Und ich wünsche euch alles Gute und wir werden uns bald wiedersehen. Und da freue ich mich. Tschüss! Tschüss! So, sorry for the punner, aber das ist live. Es ist Live-TV. Jetzt weiß man, dass bestimmt alles ist live. Aber es ist so schön, dass wir diese Art und Weise eine Nähe zueinander finden können. Diese Osterbegrüßungen, das tut so gut zu hören. Und jetzt wollen wir weiterhin Gott loben und preisen. Ein wunderschönes Lied. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du Sohn des Höchsten, komm herab, zerreiß die Feder.
Licht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig. Und aus Staub und Schmerz erhebst du mich. Und ewig, der Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Unser König ist gekommen, voller Pracht und Weisheit und voller Macht. Und er lebt für dich. Und du lebst durch ihn. Ein König voller Pracht, voll Weisheit und voll Macht. Die Schöpfung betet an, die Schöpfung betet an. Er kleidet sich in Licht, das Dunkel hält ihn nicht. Und flieht, sobald er spricht, und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr. Ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Und von Anbeginn der Zeit, von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt er derselbe Gott, bleibt er derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, den alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm,
als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Oh, sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, oh, du bist so groß. Sein Name sei erhöht, denn er verdient das Lob. Yes, he does. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Jesus, so groß bist du. Dir allein gebührt alle Ehre. Und wir danken dir an dieser auferstehenden Sonntag, an diesem Sonntag, wo wir deinen Werk am Kreuz, in der Grab und in der Auferstehung feiern, dass wir beginnen können, mehr und mehr zu sehen, wie du wirklich bist und was das für uns heute, morgen und übermorgen bedeuten soll und bedeuten kann. In Jesu Namen, Amen. Amen. Vielen Dank, Deborah. Well, ihr Lieben, ich habe etwas für diesen Sonntagmorgen ganz besonders vorbereitet. Christus ist auferstanden. Das ist mein Titel für heute Morgen. Und wir werden sehen, wie wichtig diese Tatsache ist für uns Christen. Sogar so, Paulus hat erwähnt, wenn diese Tatsache nicht wirklich passierte, dann ist das für uns ein riesiges Problem. Wir beginnen heute Morgen in 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 1. Und hier lesen wir, ihr Brüder oder ihr Geschwister oder ihr Lieben, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Und ein paar Sätze später sagt, zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Das ist, was Paulus von Christus zuerst und dann von den anderen Christen hörte. Das ist das Evangelium.
Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in den Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am 3. Tag vom Tod auferweckt. Diese Auferstehung, dieser Leben nach dem Tod für uns Christen, das ist unsere Hoffnung, aber auch die Tatsache, dass Gott sein Sohn von den Toten auferweckte, ist für viele Menschen ein großes Rätsel. Für einige, das ist ein fast Hindernis, genauso wie der jungfräuliche Geburt. Wenn wir zum Weihnachten kommen und wir feiern das Kommen Jesu auf die Erde, das kann man nicht mit dem natürlichen Verstand verstehen. Und dass einer, der wirklich gestorben ist, werde wieder von den Toten auferweckt und zum nicht nur Leben geweckt, sondern für ewig und immer lebt er, herrscht er, ist er da. Well, lass uns einiges sehen, was Paulus sagte für uns. Er hat in einem Gebet etwas zum Ausdruck gebracht, was ich möchte mit euch anschauen heute Morgen. Es war für ihn ein Anliegen, dass wir Christen diese Tatsache wirklich begreifen. Jesus ist auferstanden. Es ist dieser wunderbare Gebet für die Gemeinde in Epheserbrief Kapitel 1. Und erlaubt mir, diese Passage vorzulesen und dann schauen wir einige Punkte an. Er sagte hier, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, das ist Vers 17, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in die Erkenntnis seines Selbst. Erleuchtete Augen des Herzens. In anderen Worten, dass wir werden hier, nicht nur hier intellektuell, sondern hier in unser tiefsten Sein, dass wir begreifen können, was er hier jetzt im Gebet hervorbringt. Damit ihr wisst, welche Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben in den Heiligen sei. Es gibt eine Berufung, es gibt eine reiche Erbe für jeder Gläubiger. Und Paulus betete, dass wir das begreifen und verstehen. Und dann sagt er hier, und welches auch die überwältigende Größe seiner Macht sei an uns. So Gottes Macht ist nicht irgendwo in der Universum, wo Gott irgendwie sich beschäftigt mit etwas anderes. Nein, sein ganzen Macht ist an uns gerichtet. Und er sagte hier, die wir glauben, vermögen der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirksam gemacht hat in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. So nicht nur seine Macht allgemein. Er hätte vielleicht beten können, dass wir den Macht Gottes verstehen können, als Gott Licht in der Dunkelheit, Licht in den Tohu Wabohu ausgesprochen hat, als er sagte, Licht sei. Und dieses Universum wurde wiederhergestellt. No, das hat er nicht gesagt. Das war ein Kraftakt Gottes. Aber das größte Kraftakt Gottes für alle Zeit wird immer bleiben, aus der Sohn Gottes, der auf die Erde kam, und das ist ganz wichtig, aus den eingeborenen Sohn Gottes, wurde aus den Toten erweckt zum neues Leben und jetzt ist er den Erstgeboren unter viele Geschwister. Deswegen hat er gesagt, dieser Kraft Gottes ist an uns gerichtet, die wir glauben. Wie komme ich zu diesem Glauben? Der Glaube entsteht, indem wir hören das Evangelium. Nicht nur jemands Meinung, nicht nur ein Predigt, sondern wirklich, was Jesus sagt, wirklich, was das Evangelium uns sagt. Wenn wir beginnen, Christus zu sehen, für das, was er wirklich ist, denn das in uns bringt einen Vertrauen, eine übernatürliche Glaube. Und wenn wir an dieser Glauben handeln, wenn wir sagen, Jesus, ich möchte dich kennen, ich höre, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Und ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Sei du der Herr meines Lebens. In dem Augenblick, du bist ein Gläubiger genannt. Und dieser Macht Gottes kommt zu dir, macht aus dir etwas Neues und bewirkt, dass du beginnen kannst, wie Paulus betete, dass du beginnen kannst zu sehen, was Gott für uns in seinem Sohn Christus getan hat. Entschuldigung. Lass uns zurückgehen zu 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Weil diese Tatsache der Auferstehung war auch für die Ohrgemeinde manchmal ein Rätsel. Es gibt einige Leute, die in die Gemeinde kamen
Und die sagten, das mit der Auferstehung, wir sind nicht so sicher. Damals in der Zeit Jesu, es gab 2 Lehrmeinungen über Leben nach dem Tod. Die jüdischen Pharisäer glaubten, es gibt ein Leben nach dem Tod, eine Auferstehung. Den Sadduzäer, die waren Schriftgelehrten, die waren nicht derselben Meinung. So auch diese Spaltung in Gedanken kam in der Urgemeinde. Und Paulus musste jetzt in 1. Korintherbrief, Kapitel 15 sagen, ich möchte euch zeigen, wie wichtig die Auferstehung ist. Die hatten gar kein Problem mit der Tatsache, dass wir an Karfreitag Jesus als unser Passalam gefeiert hatten. Aber der Tatsache, dass er 3 Tage und 3 Nächte nach seinem Tod, nach seinem Begräbnis von den Toten auferweckt wurde, das war für sie unbegreiflich. Die Auswirkung ist für uns unbegreiflich, aber wir können es trotzdem annehmen und ausleben, wenn wir zu Gott schauen. So hör, was Paulus sagte. Das ist 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14. Er sagte hier, weil einige in der Gemeinde sagten, es gibt keine Auferstehung, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätten unsere ganze Predigt, hör gut zu, so hätten unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glauben wäre völlig wertlos. Sieh, Jesus ist nicht gekommen, um uns ein neuer moralischer Zwangsjacke anzuziehen. Wir sollten moralisch aufrichtig leben, weil wir sind jetzt Kinder Gottes. Aber er ist nicht gekommen, um uns zu zwingen, etwas zu tun. Jesus ist gekommen, uns neues Leben zu ermöglichen, damit wir von innen heraus eine neue Art von Leben leben können. Sieh, Christentum kannst du nicht vom Außen auf Menschen pressen. Es gibt keine Regierung, es gibt keine Gesetze. Das ist das Einzigartige bei Christentum. Wahre Christentum ist eine Veränderung des Herzens, nachdem wir Christus wirklich gesehen haben. Wir kommen gleich dorthin. Das Problem ist, die meisten Menschen haben ihn wirklich nicht gesehen, wie er wirklich ist. Und du kannst ihn nur wirklich sehen, indem du hörst, was das Evangelium wirklich sagt. Nicht meine Meinung, nicht jemand anderes Meinung, nicht durch unsere religiöse, vorgefestigte Meinung, sondern wirklich frisch und neu an diesem Morgen aus den Schrift Christus zu sehen, wie er wirklich ist. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Gebet für jeder Einzelne, die zugeschaltet sind heute Morgen. Paulus geht weiter. In Vers 17, er sagt, dasselbe Kapitel. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als eine Illusion. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ganz wichtiger Punkt. Viele denken, es wurde alles vollbracht am Kreuz und das war's. Das Kreuz war der erste Schritt von unser ewiger Heil. Als Jesus schrie, es ist vollbracht, es war vollbracht von seiner Seite. Weil das nächste ist, Vater, in deine Hände befehle ich jetzt meinen Geist dir an. Jesus könnte nicht mehr machen. Er hat alles getan. Er nahm unsere Schuld auf sich. Das ist, was wir an Karfreitag gefeiert haben. Aber dann, als er starb, er musste vertrauen, dass der Vater würde den Heiligen Geist senden und mitten in der Erde ihn von den Toten auferwecken, den Ketten vom Sünder und Schuld und von alles, was der Feind je gemacht hat auf die Menschheit durch Adams Übertretung, würde zersprengt und er würde frei sein aus dem Tod, aus den Erstgeborenen, von den Tod auferweckt. Wenn das nicht passierte, dann ist das alles ein Märchen, eine Illusion. Aber die Tatsache ist, Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und er hat das getan für dich und für mich. Wir kennen unsere eigene Schuld, wenn wir ehrlich sind. Wir wissen, was wir falsch tun. Ich habe das einmal von jemandem gehört. Well, ich habe nie gedacht, ich brauche irgendwie mich zu entschuldigen bei Gott. Ich dachte, als ich das hörte, oh mein, ich bete für diesen Mensch. Wir alle haben Dinge getan, wo wir anderen verletzt haben, weil wir uns selber verletzt haben. Das ist, was die Bibel meinte von Sünde. Sünde ist nur, wenn wir den Ziel, ein aufrichtiges Leben verfehlt haben. Und Jesus kam,
um unsere Schuld und Sünde von uns wegzunehmen. Diese Macht, die uns gezwungen hat, immer das Falsche zu tun, auch wenn wir wollen, das Bessere oder das Gute tun. Er hat uns jetzt eine neue Fähigkeit. Aber wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist das alles ein Märchen. Aber hör weiter, was Paulus sagte. Vers 19. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt. Wie oft habe ich das gehört? Well, auch wenn das Ganze nicht wahr ist, ein Leben aus Christus ist so viel besser als ein Leben ohne Christus. No. Bringt das nicht auf ein natürliches Niveau. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, hör, was er sagte. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauerndsten, wertesten unter allen Menschen. Du bist nicht der bedauerndste, bedauerndsten unter allen Menschen. No. Du bist einer, weil du bist bereit, das Evangelium zu empfangen, weil Jesus in deinem Herzen lebt. Oder vielleicht wirst du heute Morgen diese Grundsatzentscheidung treffen, dann wirst du zu den Familie Gottes gehören. Und das ist das Schönste, das ist das Herrlichste von allem, zu wissen, dass du nie wieder alleine bist, dass du nie wieder aus deiner eigenen Kraft jetzt schöpfen musst und irgendwie dein Leben irgendwie weiterbringen. Nein, Gott kommt zu dir und er hilft dir in deinem Leben. Er hebt dich hoch und er sagt, jetzt bist du mein Kind, jetzt gehörst du zu mir. Ich nehme dich an in der Familie Gottes und ewiges Leben gehört uns jetzt. Ich liebe, was Paulus sagt in dem nächsten Satz, Vers 20. Tatsächlich, hört gut zu, tatsächlich aber ist Christus als Erster, bitte unterstreich das in deinen Gedanken, als Erster von den Toten auferstanden. Warum ist er als Erster? Well, ich habe das schon erwähnt, aber in Johannes Evangelium, als Jesus über sein Kommen und der Bedeutung von seinem Kommen erzählte, in Johannes Kapitel 3, er hat diesen Satz gesagt, das ist Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und hier, als Jesus alleine auf die Erde ging, er war der einzige Sohn Gottes. Aber nach der Auferstehung und in das ganze Neue Testament hindurch ist er nie wieder den einzigen Sohn Gottes erwähnt. Er ist der Erstgeborene unter viele Geschwister erwähnt. Und du bist einer, ich bin einer, wenn wir an Jesus glauben. Wir gehören zu diesen Familie und vergesse nicht, was ich sagte, als wir unsere Gaben vor dem Herrn brachten. Er ist unsere Erstlingsgabe. Der Segen Gottes, was aus ihm ausgesprochen worden war. Als Gott ihn von den Toten auferweckte, er setzte ihn in der höchsten Stelle, weit über alle Fürstentümer und Gewalten. Und er gab ihm alles für die Gemeinde. Und er hat uns das alles uns anvertraut. Wir werden in der Ewigkeit vielleicht beginnen zu begreifen, was alles geschehen ist für uns und in uns durch die Auferstehung Christi. Deswegen hat Paulus dieses Gebet in Epheserbrief gebetet, damit wir begreifen können, was ist passiert an diesem, was wir nennen Ostern, an diesem ersten Tag der Woche, als Jesus von den Toten auferweckte. Aber es alles beginnt, wenn wir beginnen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Ich möchte hier ein Zitat von einem Pastor und Bibellehrer aus Amerika, Max Lucado, hier vorlesen. Ich glaube, es wird euch wirklich helfen und euch ermutigen, Christus wirklich zu sehen, wie er ist. Max Lucado hat Folgendes geschrieben. Christentum in seinen reinsten Form ist nichts anderes als Jesus zu sehen. Christlicher Dienst ist in seiner reinsten Form ist nichts anderes als den nachzuahmen, den wir sehen. Seine Majestät zu sehen und ihn nachzuahmen, ist die Summe des Christentums. Sieh, es alles beginnt mit Sehen. Und ich meine nicht nur mit diesen natürlichen Augen. Ich meine das, was Paulus erwähnte, den Augen des Herzens. Dass wir erlauben, dass das Wort Gottes in uns
Form nimmt, Leben nimmt, Gestalt nimmt. Und wir beginnen Jesus zu sehen. Nicht nach dem, was wir vielleicht einmal gehört haben. Nicht nach dem, was jemand anderen erzählte, sondern ihn wirklich zu sehen, wie er wirklich ist für uns selber. Das ist das Schönste bei Christentum. Ich muss nicht hier sitzen, auch als Pastor, und versuchen, dich zu überreden. Ich möchte dich nicht bevormunden. Ich möchte dich nicht irgendwie zutexten. Ich kann dir nur erzählen, weil ich habe den lebendigen Christus vor viele, viele, viele Jahren, das war über 43 Jahren, ich habe ihn gesehen, hier in meinem Herzen, wie er wirklich ist. Und mein Leben ist seit dem Zeitpunkt nicht mehr dasselbe. Und mein Gebet ist, das wird genau für dich an diesem Ostersonntag auch passieren, für die, die das noch nicht erlebt haben. Und für die, die sagen, ich bin gläubig, ich bin ein Kind Gottes, dass der auferstandene Christus wird für dich mehr real sein als je zuvor. Max Lucado geht weiter und er sagte Folgendes. Er sagte, über 51 Jahren, und es gibt diese Geschichte von Bob Ellens, er war blind. Nach 5 Jahrzehnten in Dunkelheit wurde er operiert und konnte danach zum ersten Mal sehen. Er war überwältigend für ihn. Er sagte, ich hatte mir nie träumen lassen, dass Gelb so gelb ist. Man kann nicht ahnen, wie wunderbar alles ist. Max schrieb weiter, er hat so recht. Diejenigen von uns, die sehen können nie verstehen, wie wunderbar es sein muss, zum ersten Mal sehen zu können. Aber auch wenn du nicht blind bist, kannst du dein ganzes Leben etwas vor Augen haben und es trotzdem nicht wirklich wahrnehmen. Wenn wir nicht fokussieren, dann sehen wir nicht wirklich, was um uns herum ist. Nur weil du schon 1000 Regenbogen gesehen hast, bedeutet das nicht, dass du die Großartigkeit auch in nur eines einzigen Regenbogens gesehen hast. Jesus, der Menschensohn, Jesus, der Sohn Gottes, ihm zu sehen, wie er wirklich ist. In Abschluss, wir wollen zu Johannes Kapitel 20 gehen, wo 2 Aposteln haben ihn gesehen. Und es ist ein Spiel, könnte man sagen, in der Urtext mit dieses Wort sehen. Weil hier wird unterschiedliche Worte benutzt, um unterschiedliche Bedeutung von was wir sehen. Ob wir oberflächlich sehen, ob wir das sehen, aber nicht begreifen, was wir sehen, oder ob wir sehen und es begreifen. Schauen wir das an. Johannes Kapitel 20, Vers 1. Vers 1, es heißt, am ersten Tage aber der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein vor den Gruft hinweggenommen. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hat, das ist der Apostel Johannes, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus den Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Wir lesen ab Vers 3. Nun ging Petrus und die anderen Jungen hinaus und begaben sich zu den Gruft. Die beiden liefen miteinander und den anderen Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zur Gruft, buckte sich hinein und sieht die leinenen Tücher da liegen, ging jedoch nicht hinein. Na, dieses erste Wort, er sah den leinenen Tüchern und die waren gefaltet, aber er ging nicht hinein. Das Wort bedeutet, ein flüchtiger Blick auf die Situation zu werfen. So, wir sehen das. Johannes ist ein bisschen jünger. Die Geschichte sagt uns, Johannes war ungefähr 16 oder 17, als Jesus ihm zuerst rief. Ich weiß, wir manchmal denken, die Apostel waren uralte, weise Menschen, als Jesus denen zusammengebracht haben. Nein, die waren junge Menschen. Jesus war wahrscheinlich der Älteste von der ganzen Truppe. Und er war 30, als sein Dienst begonnen hat. Und hier ist dieser junge Teenager, Johannes. Das ist ungefähr 3 Jahre später. So er ist 19, vielleicht 20. Er rennt viel schneller als Petrus. Und er kam zu den Gruft, schaute hinein und nimmt das alles wahr, aber hat es nicht wirklich verstanden, was er sah. Flüchtig angeschaut. Wie viel vielleicht
schauen das an, flüchtig heute Morgen. Oh, mein Gebet ist, dass du wirst das anschauen vom Herzen, was ich euch sage an diesem Morgen. Weil es ist so wichtig für dich, dass du beginnst, Christus zu sehen, wie er wirklich ist. Petrus kommt direkt danach, und das ist Vers 6. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in der Gruft hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, das um sein Haupt gebunden war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Na, dieses Wort sieht, er sah diesen Tücher da liegen. Das Wort bedeutet zu betrachten, zu bedenken, was man sieht, aber nicht wirklich begreifen. So er ist an Überlegen, was heißt das, was bedeutet das? Maria Magdalena dachte, jemand hat seinen Leib gestohlen, seinen Leibname gestohlen. Johannes ran schnell rein, hat nur einen schnellen Blick angeschaut und dachte, was ist das? Petrus schaut ein bisschen genauer an. Er sah die Details, wo das eine liegt und den anderen liegt. Und überlegte. Aber dann lesen wir hier in Vers 8. Darauf ging auch die andere Jünger hinein, das ist Johannes, der zuerst zur Gruft gekommen war. Und er sah und glaubte. Now, dieses Wort bedeutet, zu begreifen die Bedeutung dessen, was man sieht. Der Resultat, er glaubte. Sieh, wenn du beginnst, Jesus zu sehen, wie er wirklich ist, dann wird dieser ganze Thema Glaube nicht ein Rätsel mehr für dich sein. Dann wirst du beginnen zu begreifen, weil der Glaube ist die Überzeugung von Tatsachen, die anderen Menschen nicht sehen können. Aber du beginnst es zu sehen, genauso wie Johannes. Er hat die Bedeutung von dieser Tatsache, Christus ist auferstanden, begriffen. Und das hat sein Leben völlig verändert. Na, die Geschichte ist so wunderbar, wie Maria Magdalena kam und wie Jesus zu Maria Magdalena kam. Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Sie dachte, es war der Gärtner. Und als Jesus ihren Namen rief, Maria, sie wusste sofort, das ist mein Herr, das ist mein Meister. Und was hat er gesagt? Hey, fasse mich noch nicht an, weil ich habe etwas zu tun. Ich muss zu meinem Vater im Himmel gehen. Aber geh und sag meine Jünger, dass ich komme. Und ich werde bald wiederkommen. Und sag denen, ich gehe zu meinem Gott und euer Gott, zu meinem Vater und euer Vater. Jetzt plötzlich, er ist die Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Nicht mehr der einzige Sohn Gottes mehr sein, er ist der Erstgeborene. Gott, der Sohn, das ist so wichtig. Durch die Auferstehung wird für immer und ewig einer von uns sein. Er hat alle Macht, hat alle Herrlichkeit. Er ist Gott, der Sohn. Er sitzt auf dem Thron neben dem Vater. Er wird eines Tages zurückkommen. Er wird alles in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist. Aber heute Morgen an diesem Sonntag, Ostersonntag, er kann der Herr deines Herzens sein. Er kann dein Leben völlig verändern. Du musst nur beginnen zu sehen, wie er wirklich ist. Wie damals Johannes. Er sah und er glaubte. Wie kann ich glauben? Beginne zu sehen. Bitte, Gott, mach mein Herz auf. Helf mir zu begreifen. Und erstaunlicherweise, Gott ist auf deiner Seite. Er wird dir helfen. Er möchte das tun. Er tut das durch diesen Gottesdienst heute Morgen. Da bin ich völlig überzeugt. In Abschluss. Was heißt das für uns? Epheserbrief Kapitel 4. Oh, das ist so schön. Ich möchte das in Abschluss lesen. In Vers 22, Paulus schrieb, er sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit all seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Sieh, das ist, was wir machen in unser eigenes Leben, in unserer eigenen Kraft. Und Gott hat das gesehen und deswegen sandte er seinen Sohn. Wir zerstören, wir wollen gut tun, aber du kennst dich, ich kenne mich. In unserer eigenen Kraft wir zerstören so oft so viel. Aber schau das an. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, wenn du ihn aufnimmst in deinem Leben, aus deinem eigenen Herrn, Gottes Geist will
euch mit einer völligen neuen Gesinnung, das heißt eine neue Denkweise, eine neue Siegweise erfüllen. Er soll den neuen Menschen anziehen. Genauso wie ich dieser Sakko angezogen habe heute Morgen. Er möchte, dass du ein neues Leben anziehst. Wie kannst du das tun? Weil Christus, weil er von den Toten auferstanden ist, kann in deinem Herzen leben und er kommt durch den Heiligen Geist in dir und dieser Geist Gottes. Wie heißt das im Römerbrief? Wenn derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, in dir lebt, er macht auch sogar diese sterbliche Leiber lebendig. Was für eine Verheißung Gottes für diese momentanen Krise. Für die erkrankt sind, die gerade jetzt auch seelisch krank sind, einsam sind. Er macht, der Geist Gottes in dir, dasselbe, der Jesus von den Toten auferweckte, macht dich lebendig. Lass seinen lebendigen, wirkenden Geist in dir Raum haben. Und ziehe den neuen Mensch an. Weil ich lese das hier zu Ende, weil es ist so schön, was er sagte hier. Er soll den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Dessen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. In uns selber, wir sind nicht gerecht und heilig. Aber wenn du diese neue Mensch hast, die auferstandenen Christus in deinem Herzen hast, jetzt Gott sagte zu dir, du bist nicht nur mein Kind, du bist heilig, du bist wertvoll, du bist ganz kostbar. Und im Abschluss, Lieblingsstelle von Pastor Stefan Steinli und auch von mir, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Gehört jemand zu Christus? Das ist die Frage. Du kannst nur zu ihm gehören, wenn du ihn in deinem Herzen einlädst. Und du kannst ihn nicht in deinem Herzen einladen, bevor du wirklich gehört und verstanden und gesehen hast, wer er wirklich ist. Gehört jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist weggegangen. Etwas Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. Deswegen mache ich das heute Morgen. Es ist unsere Aufgabe, anderen zu erzählen, was Gott für uns getan hat. Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen. Und du sagst, wie hat er das getan? Schau, wie schlimm und manchmal elend und manchmal böse es ist in der Welt. No. Gott hat zuerst Frieden für jeden Mensch geschaffen durch das Evangelium, sodass wir Frieden mit Gott haben. Das wird ein Tag kommen, wo Gott wird auch auf der Erde alles in Ordnung bringen, was nicht in Ordnung ist. Aber zuerst dieser Frieden kommt zu uns persönlich. Aber dieses Geschenk Gottes muss man für sich annehmen. Gott zwingt das nicht auf uns. Er sagte hier, Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft von der Versöhnung öffentlich bekannt zu geben. Das tue ich das heute Morgen. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Das Evangelium ist nicht Gottes Richten an uns, es ist Gottes Botschaft der Versöhnung. Wir bitten euch darum in Auftrag Christi, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit aller unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Oder wie eine andere Übersetzung sagt, ja, jetzt sind wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus geworden. Ich möchte für euch jetzt gleich beten, aber bevor ich das tue, ich habe einen kleinen Musikclip, das wir vor ein paar Jahren aufgenommen haben aus dem Musikteam. Und es spricht von der Güte Gottes. Es spricht von dieser Güte Gottes zu sehen, erkennen und vertrauen. Ich vertraue dir, Herr, weil du bist gut.
ich erfahren, mir ist vergeben, ich bin errettet, ich bin angenommen. Es geschah auf Golgatha, du gabst dein Leben, starbst meinen Tod, ich bin mit Gott versöhnt. Du bist gut, ich komme zu dir, Herr, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit setzt uns frei, dich zu lieben, anbeten, dir dienen. Denn Vater, hast du uns gezeigt. Du bist gut, ich komme zu dir, Herr, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Du bist gut, Herr, du bist gut. Ich komme zu dir, Herr, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit setzt uns frei, dich zu lieben, anbeten, dir dienen. Denn Vater, hast du uns gezeigt. Du bist gut, ich komme zu dir, Herr, voller Vertrauen, wie ein kleines Kind. Du bist gut, du sättigst mein Leben mit Gutem. Ich vertraue auf dein Wort und ich gebe mich hin. Ich gebe mich hin. Der Herr ist tatsächlich gut. Er ist gut zu jeder einzelnen von uns. Und ich möchte in diesem Moment zuerst für diejenigen beten und vielleicht mit denjenigen beten, die zum ersten Mal, vielleicht durch was ich heute Morgen gesagt habe, wirklich begonnen haben, Jesus zu sehen für das, was er wirklich ist. Er kam als der einzige Sohn Gottes. Er ging zum Kreuz mit unserer Schuld. Er ist aber am dritten Tag auferstanden aus der Erstgeborenen unter viele Geschwister. Und wenn du möchtest eine dieser Geschwister sein, wenn du möchtest Jesus in deinem Herzen annehmen, wenn du möchtest dieser neue Mensch anziehen wie ein neuer Sakko oder Kleid, dann ich möchte zuerst für dich beten und dann ich lade dich ein, mit mir zu beten. Lass mich für dich zuerst beten. Vater,
im Namen Jesu. Für diejenigen, die vielleicht da sitzen zu Hause und hat durch diesen Gottesdienst heute Morgen wirklich neu begonnen, zum ersten Mal vielleicht, Jesus dich zu sehen für das, was du wirklich bist. Unser Retter, unser guter Hirte, diejenigen, die einen Preis für uns zahlten. Denn ich danke dir, dass du deine Hand ausstreckst und dass du ihr Herzen berührst. Dieser übernatürliche Frieden Gottes, die nur du geben kannst, gib es gerade jetzt. Und jetzt, wenn du sagst, Pastor, ich würde so gerne Jesus in mein Leben einladen, würdest du mit mir und für mich beten? Und lass mich jetzt dich einleiten in ein ganz schlichter, einfacher Gebet. Und wenn du das vom Herzen meinst, du wirst erleben, wie Gott in dein Leben kommt und aus dir ein neuer Mensch schafft, wie wir gelesen haben. So, wenn das für dich ist, dann du kannst deine Augen schließen und mit mir dieses kurze Gebet mitbeten. Sag ganz einfach mir nach, Herr Jesus, so wie ich bin, ich komme zu dir. Jesus, ich habe begonnen, dich zu sehen, wie du wirklich bist. So komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld. Mach alles neu in meinem Leben. Danke für mein neues Leben. Himmlischer Vater, danke, dass du mich annimmst in der Familie Gottes. Ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus Christus ist mein Herr. Nur zu bekennen, er sah und glaubte wie Johannes, du hast gesehen heute und jetzt bekannt gemacht, Jesus ist mein Herr, ist Gott in dein Leben gekommen. Und wir freuen uns riesig, dass neue Geschwister in der Familie Gottes hineingekommen sind. Lasst uns von euch hören. Schreib uns eine E-Mail oder lasst uns wissen, ich habe mit dem Pastor heute gesprochen. Wir beten für dich schon und wir werden weiterhin für dich beten. Und beginne mit Gott zu reden. Das ist Gebet, mit Gott einfach zu reden. Ihm zu erzählen, was auf dein Herz ist. Und Zeit in Anspruch zu nehmen, damit er zu dein Herz flüstern kann. Damit du die Gewissheit hast, du bist aufgenommen in der Familie Gottes, angenommen bei Gott. Yes, Halleluja. Und wir wollen gemeinsam diesen Gottesdienst zu einem Ende bringen, indem wir deklarieren, in Christus nur ist der Zugang zu Gott, ist das Leben Gottes für jeder Mensch zugänglich gemacht. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und mein fester Grund. Sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn ein Ende fand, trug er die Schuld der
seine Wunden bin ich heil. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Sie legten ihn ins kühle Grab. Dunkel umfing das Licht der Welt. Doch morgens früh am 3. Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Nun hat der Tod die Macht verloren. Ich bin durch Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand. Vom ersten Atemzuge an. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält. Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er scheint in Herrlichkeit. Wow, 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 wow. 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 Christus ist von den Toten auferstanden. Lasst mich für euch alle beten, euch segnen. Im Namen des Herrn. Vater, ich danke dir für deinen Segen auf uns als Gemeinde und alle, die dazu hineingestoßen sind via dieser Live-Übertragung. Vater, ich danke dir, dass wir deine Werk feiern dürfen an diesen Ostern, dass wir es neu für unsere Augen gemalt bekommen haben, was du in Christus für uns getan hast. Jesus, du bist für immer und ewig auferstanden, Herr aller Herren, König aller Könige. Und wir können dir nicht genügend Danke sagen. So lass diesen Segen Gottes von der auferstandenen Christus reichlich in unser Leben sichtbar sein. Und wir danken dir, Vater, dass wir in dieser Woche durch den Telefonaten, durch den Social Networking, wie immer wir zu anderen Menschen gehen können, dieser lebendige Christus und seine Liebe und seine Auferstehungskraft weitergeben können, weil du hast uns reichlich erfüllt an diesem Morgen. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wieder und vergessen nicht, was ich am Anfang sagte. Heute ab 14 Uhr Kinderdienst wird ein besonderes Kindergottesdienstprogramm für euch vorbereitet auf unser YouTube-Channel. Morgen Abend, das ist Ostermontag, um 17:30 Uhr mit Beatrice für die Teenager. Das heißt zwischen 12 und 16. Und dann für die jungen Erwachsenen ab 18 Uhr mit Lukas und sein Team. Deborah und ich und alle hier in der Gemeinde, wir sagen Gottes Segen. Wir sehen uns dann am Dienstagabend bei Gebet wieder. Ciao.